Stefan schnuppert Konzertluft an diesem Nachmittag. Jeder Kontakt, jede Begegnung, jede Veranstaltung liefert neue Erfahrungen, die für Stefan wichtig sind, wenn er Saxophonspielen zu seinem Beruf machen möchte. Stefan ist auf Hilfe angewiesen, schon wegen der Gehbeschwerden und des Beines, das nach dem Unfall versteift werden musste. Ob er einmal einem Live-Auftritt gewachsen sein wird, ist schwer zu sagen. Viele Monate hat Stefan Tiefenbacher geprobt. Er hat mit Freunden und seinem Bruder ein Jazzquintett gegründet und sich unter großen Mühen auf seinen ersten professionellen Auftritt vorbereitet. Wir freuen uns natürlich auch, dass wir Stefans CD präsentieren dürfen. Nach einem halben Jahr hat es ungefähr gedauert, ein Dreivierteljahr die CD zu produzieren. Mit diesem Auftritt hat Stefan diejenigen Skeptiker widerlegt, die ihm diesen Erfolg nicht zugetraut haben. Für Stefan ist Musik inzwischen mehr als Therapie. Die Live-Präsentation im kleinen Kreis hinterlässt einen starken Eindruck. Stefan dient sie als Vorbereitung und Test für einen großen Auftritt. Vielleicht eines Tages zusammen mit Haindling, der bayerischen Alpenrockband. Ich habe ihn natürlich nicht vorher gehört. Ich weiß nicht, wie er vorher gespielt hat. Aber ich glaube, es ist nichts wirklich verloren gegangen. Im Gegenteil, eine unglaubliche Leistung. Was mir natürlich auffällt als Saxophonist, ich spiele über 30 Jahre Saxophon und da sieht man viel, ist ein unglaubliches Feeling, was er hat. Eine irrsinnige Intuition auch für die Musik, was ganz wichtig ist beim Jazz. Einen wunderschönen, warmen, fetten Ton, der sehr selten geworden ist, leider Gottes. Also er geht völlig in sich, das sehen Sie, wenn er spielt, wenn er die Augen schließt, wenn er improvisiert, dann ist er völlig bei sich, habe ich das Gefühl, voll in seiner Energie auch. Und auch das ist einfach was, das ist da. Man hat das oder man hat es nicht. Und das hat er behalten, definitiv. Bereits als 16-Jähriger hat Stefan im Jazzorchester von Bálint Čílik gespielt. Der Bandleader erinnert sich an seinen Schüler. Er war immer ein überdurchschnittlich begabter Mensch, musikalisch meine ich. Also persönlich auch. Ich habe ihn sehr gern gehabt, immer war mein Lieblingsschüler. Und darum freue ich mich auch für ihn, dass er so weit gekommen ist. Stefans Musikerfreunde und sein Musiklehrer Walter W. glauben an seinen Erfolg als Saxophonist. Sie haben gemeinsam einige Jazzstücke auf der CD komponiert. 44 Minuten oder so. Also ich denke mal, wenn man jetzt die CD hört, ohne dass man weiß, dass Stefan behindert ist, dann stellt man sich vor, ja, Saxophonist, der super Ton, schöne Linien und so. Und dann, ich glaube gar nicht mal, dass man da jetzt, dass man hört, dass ein Behinderter, also mit einem Arm ein Saxophonist spielt. Kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Die Frage ist, inwieweit man sowas vermarktet dann. Das ist, glaube ich, das größere Problem. An diesem Abend erfüllt sich ein Traum. Stefan tritt an die Öffentlichkeit und kann seine CD der Presse und den Medien vorstellen. Dass sein Sound ankommt, daran haben seine Musikerkollegen an diesem Abend keinen Zweifel. Stefan hatte vor dem Unfall den Berufswunsch, Saxophonist zu werden, nie ganz aus den Augen verloren. Damals jedoch entschied er sich erstmal für ein Studium zum Bauingenieur. Der Unfall hat Stefans Leben durcheinandergewirbelt. Es ist alles ganz anders gekommen. Der Sound und die Rhythmen von Haindling sind ansteckend. Stefan wurde zu einem Konzert der Alpenrockband in Kreiling eingeladen. Und
Sein größter Wunsch, mit Haindling gemeinsam auf der Bühne stehen, das Handicap vergessen. Es geht runter und es geht wieder rauf. Es fängt von vorne und es hört wieder auf. Ein großer Augenblick für Stefan. Immer hat er auf sein Gefühl für Musik vertraut. Auch heute Abend. Hans-Jürgen Buchner, der Bandleader von Haindling, kündigt Stefan mit einem Blues an. Sehr schwere Geschichte hinter sich. Und zwar ist es so, der hat einen Motorradunfall gehabt. Und dann war er 2 Jahre lang im Krankenhaus drin. Und ich glaube 3 Monate im Koma gelegen. Und wie er wieder aufgewacht ist, war das Einzige, an was er sich erinnern hat können, war sein Saxophon. Und sein größter Wunsch war, dass er mit uns einen Blues spielt. Und jetzt darf ich ganz herzlich begrüßen an Stefan, der jetzt mit uns Saxophon spielt. Solo für Stefan. 7 Jahre nach dem Unglück spielt Stefan mit Haindling. Die Prognosen und Befürchtungen seiner Therapeuten hat Stefan an diesem Abend widerlegt.